Hat die Bevölkerung während der Impfkampagne den Wirkstoff bekommen, den Pfizer in dem verkürzten Notzulassungsverfahren geprüft hat? Nein. Für die klinische Prüfung vor der Zulassung wurde ein hochreiner Stoff verwendet. Herr Dr. Sterz, Sie haben als Cheftoxikologe für Pfizer Europa gearbeitet. Ist das korrekt? Ja, das ist korrekt. Ich war dort verantwortlich für alle Tierexperimente, die der Arzneimittelsicherheit dienen. Danke. Meine Fragen beziehen sich auf Comirnaty von Pfizer-BioNTech. Sie haben sich intensiv mit der Zulassung dieses Impfstoffs befasst, mit den Unterlagen. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Herr Dr. Wurde die Karzinogenität dieses Impfstoffs vor der Zulassung überprüft? Nein, das karzinogene Risiko wurde aus Zeitgründen nicht untersucht. Ich finde es übrigens sehr bedenklich und auch bedauerlich, dass keine alternativen Untersuchungen durchgeführt wurden. Wir beobachten in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, dass die Geburtenrate nach der Impfkampagne einbrachen. Sie spielen auf Untersuchungen betreffend die Vermehrung an. Eine Studie an Ratten wurde mit Comirnaty mangelhaft durchgeführt. Damit waren keine verlässlichen Abschätzungen zur Wirkung des Impfstoffs auf die Trächtigkeit oder die Entwicklung der Nachkommen möglich. Man hatte aus der Contergan-Katastrophe nichts gelernt. Die Zulassung erfolgte laut RKI-Protokoll im Schnelldurchgang. Das bedeutete, dass essentielle Toxizitätsstudien der Schnelligkeit geopfert wurden, ohne akzeptable Begründungen. Ich kenne bei vergleichbarer Indikation keinen Fall, in dem all diese Studien weggelassen wurden. So führte die Zulassung zu verbotenen Menschenversuchen. Also das RKI hat damals ja intern notiert, dass die Nebenwirkungen und Impfschäden erst nach der Markteinführung geprüft werden sollten. Was ist dabei herausgekommen? Pfizers Postmarketingbericht sprach von über 1200 Todesverdachtsfällen innerhalb von nur 2 Monaten nach der Zulassung. Spätestens da hätte man Comirnaty wieder vom Markt nehmen müssen. Das Paul-Ehrlich-Institut erhielt, wenn ich richtig informiert bin, bisher 2133 Meldungen über Todesfälle nach Comirnaty. Bei diesen Spontanmeldungen gibt es eine hohe Dunkelziffer durch Underreporting. Die wirkliche Anzahl liegt also viel höher. In den USA geht man davon aus, von einem Underreporting-Faktor von 30, mit dem die registrierten Fälle zu multiplizieren wären. Für Deutschland entspräche das 60.000 Todesfällen durch die Impfung. Also die Bundesregierung hält ja die wichtigen SafeVac- und KV-Daten zu Impfschäden zurück. Und die Mehrheit dieser Kommission hat es sogar abgelehnt, diese Daten anzufordern. Hätte man Impfschäden und Todesfälle bei einer regelkonformen Zulassung vermeiden können? Ja, denn regelkonform hätte Comirnaty gar nicht zugelassen werden dürfen. Derzeit kämpfen viele Impfgeschädigte in Deutschland um Schmerzensgeld. Und sie verlieren oft, weil die Gerichte sagen, Comirnaty habe ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ist diese Annahme berechtigt? Aus meiner Sicht keinesfalls. Comirnaty wurde in der klinischen Entwicklung gar nicht auf die Vermeidung schwerer Erkrankungen oder Todesfälle untersucht. Pfizer-Unterlagen lassen somit ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis gar nicht erkennen. Der Mathematiker Robert Rockenfeller von der Universität Koblenz schätzt, dass auf jeden schweren Covid-Verlauf, den Comirnaty angeblich verhindert, 25 schwere Nebenwirkungen kommen. Okay, sank die altersbereinigte Sterblichkeit in Deutschland nach Beginn dieser Impfkampagne? Nein, die Sterblichkeit stieg von 2021 und 2022 im Vergleich zu 2020 deutlich. Bei einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis hätte die Sterblichkeit sinken müssen, als der Impfstoff Anfang 2021 verfügbar wurde. Hat die Bevölkerung während der Impfkampagne den Wirkstoff bekommen, den Pfizer in dem verkürzten Notzulassungsverfahren geprüft hat? Nein. Für die klinische Prüfung vor der Zulassung wurde ein hochreiner Stoff verwendet. Er war für die Massenproduktion zu teuer. Die Bevölkerung erhielt einen Impfstoff, der mit Hilfe des Bakteriums Escherichia coli hergestellt wurde. Das Ergebnis sind signifikante Verunreinigungen mit bakterieller DNS und die Folge könnte ein erheblich erhöhtes Krebsrisiko sein. Vielen Dank.